Also generell ein Lernprozess. Ich glaube, das müssen wir alle machen. Das ist eine von unseren Wunderkisten. Da. You tell me when I start. You start. Jetzt? Jetzt. Okay. Solche Berge sind ja für den Gebrauch bestimmt. Gebrauch führt ja zu Verbrauch. Ja, das war immer ein bisschen unser Anspruch, dass wir wirklich Alltagstaschen, Alltagsrucksäcke haben, die lang heben, die jeden Tag gebraucht werden können. Und irgendwann ist es dann so weit, dass man sie nicht mehr brauchen kann. Das sind jetzt Taschen, die neu reingekommen sind. Aber man sieht, die ist gut gebraucht. Wahrscheinlich 6-7 Jahre im Gebrauch gewesen. Wir haben eigentlich dort schon angefangen zu experimentieren, wie lässt sich aus alten Materialien sinnvoll etwas Neues machen. Durch das steigende Bedürfnis haben wir dann entschieden, dass wir eigentlich ein Programm startet, um die Taschen auch effektiv zurückzubekommen. Also wir haben dann einen kleinen Anreiz eingeführt von 10%, den wir geben, wenn jemand eine neue Tasche kauft und uns seine alte zurückgibt. Ja, der erste Schritt ist dann eigentlich waschen und dann zerlegen und dann aus den Einzelteilen etwas Neues machen. And now instead to cut, I want an assembly this part and let's see what we can do. We will keep the rest of the other materials to see other possibilities, but right now we will use just the back part. Als wir angefangen haben, unsere Taschen zu entwickeln, haben wir noch nicht gewusst, wie dass wir komplett kreislauffähige Produkte machen können. Das ist jetzt da exemplarisch für das, wie wir damals geschafft haben. Wir haben beim Hauptmaterial schon den Entscheid getroffen, dass wir mit Pflanzen statt Plastik arbeiten wollen. Haben dann aber immer noch ein paar Elemente, die aus Plastik sind, Griff und Traggurte. Hinten drauf noch ein bisschen 3D-Mesh, das Lederlabel innen drin, potenziell wiederverwendbar Nylon, Neopren da hinten. Alles kombiniert. Alles kombiniert. Und ich meine, wir haben einfach damals wirklich nicht gewusst, was der Impact ist. Und das nimmt dem Kompostierbarkeit. Have to iron that. We're gonna use as well the small details. We try to save again less the metal parts, maybe the leather because it has a nice patina, or use the handles like in another bag. We use from other kind of bags that we have, that's a blend bag with leather. Ist das für dich eine natürliche Evolution bei dir selber? Oder ist es ein bisschen eine Kritik in dein Vergangene selber? Gute Frage. Ich glaube, grundsätzlich brauchen wir schon die Lernprozesse, um den Erkenntnisgewinn zu erzielen, sozusagen. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt einfach hätten können Bücher lesen und es dann so machen. This is for hold the strap. Wir müssen eigentlich, um das effizient, sinnvoll hier in Zürich idealerweise zu etwas Neuem verarbeiten. Also es muss ein bisschen einen seriellen Gedanken dahinter haben. We are working always with the mind that we're going to produce more. Meine Hoffnung ist schon, dass es immer mehr auch zu einem valablen Business wird. Recycling is really a challenge because you have to try to find a balance between the
productivity and efficiency. Egal, ob wir jetzt komplett kreislauffähige Produkte machen, wo wir jetzt theoretisch nicht zwingend müsst upcyclen, oder? Da könnte man auch sagen, hey, wir kompostieren, wenn es nicht mehr gebraucht wird. Und trotzdem, wenn wir ihm nochmal eine Runde Leben geben können, dann tut es den Ressourcenverbrauch einfach nochmal minimieren. Finished. Finished. Das versuchen wir schon immer auch mitzugeben. Also was steckt dahinter, die Informationen. Da haben wir uns jetzt auch ein entsprechendes Label überlegt, wo die Idee vom Upcycling einfach ganz direkt kommuniziert und gleichzeitig aber immer auch mit dem ästhetischen Zugang. So haben wir jetzt eigentlich wie mit dem Upcycling-Programm eine gute Lösung gefunden, wo wir das Leben dieser Materialien eigentlich noch weiter verlängern können über das Produkt hinaus.